Hallo, ik heiße Austin und ich bin ein Student der Cornell Universität. Ich wohne bei Virginia Beach, Virginia. Ich möchte die ganze Welt reisen. Ich studiere China und Asien-Pazifik-Studien. Ich studiere auch Deutsch und Geschäft. Ich glaube, dass das Erlernen von Fremdsprachen sehr wichtig ist, um ein aktiver und einnehmender Bürger in der Welt zu sein. Sprachenlernen ist ein wichtiger Aspekt meines Lebens, weil ich mit so vielen Menschen wie möglich kommunizieren möchte. Ich bin verliebt in die Orte, an denen ich nicht gewesen bin und in die Menschen, die ich nicht getroffen habe. Ich habe in Deutschland und China studiert und ich finde, dass die Erfahrung sehr hilfreich für mein Leben war. Bei Deutschland, ich habe mit einer deutschen Familie gelebt. Ich hatte 2 Schwestern und eine Mutter und Vater bei Deutschland. Franziska war meine Austauschschüler. Sie lebte auch 3 Wochen bei mir. Ich mochte sie durch meine Erfahrungen führen und ihnen zeigen, was ich gelernt habe. Als ich mich von meinen Eltern verabschiedete, war ich so aufgeregt wegen der Erfahrung, die ich hatte. Wir landeten in Berlin und sofort war die gesamte Gruppe der Austauschstudenten sehr aufgeregt, in Deutschland zu sein. Wir alle eilten in den Bus, um das Abenteuer zu beginnen. Auf dem Weg zu unserer ersten Stadt machten wir einige Stationen. Eines der ersten Dinge, die ich bemerkte, war die unglaubliche Architektur von Deutschland. Auffallend war auch die Kunst in allen Palästen, Schlössern und Museen. Einer meiner Lieblingsstops war die Residenz in Würzburg. Es war ein riesiger Palast mit unglaublicher Kunst und Garten. Die erste Stadt, in der wir wohnten, war Rothenburg. War eine sehr magische Stadt, die wahrscheinlich mein Liebling der Reise war. Jeden Morgen gingen mein Freund und ich durch die Straßen, bevor die Läden, Bäckereien, Restaurants und Museen geöffnet werden. In dieser Stadt habe ich viele Souvenirs gekauft, viele lokales Essen probiert und eine historische Stadt erkundet. Wir waren alle in einem Hostel. Wir haben auch die Landschaft erkundet und wandern. Es hat Spaß gemacht, mit den Einheimischen zu sprechen und in einer eigenen Sprache zu kommunizieren. Das war eine der ersten Erfahrungen, bei denen ich so froh war, Fremdsprachen verstehen und sprechen zu können. Wir bestiegen den Glockenturm und bekamen einen tollen Blick auf die Stadt. Dies war definitiv eine besondere Stadt, die ich gerne wieder besuchen würde. Ich liebte es, die Museen, Kirchen und Geschäfte von Rothenburg zu besuchen. Die Kirchen waren so wunderschön und hatten wunderschöne Kunst. Es gab auch Weihnachtsmärkte, wo wir die handgefertigten Geschenke erkunden konnten. Ich bin so aufgeregt zu verkünden, dass ich in dieser Winterpause nach Deutschland zurück werde. Ich freue mich darauf, in der Saison nicht nur auf diese Weihnachtsmärkte gehen zu können, sondern auch mein Deutsch zu verbessern, das sich verbessert hat. Bevor wir wussten, waren wir auf dem Weg in eine neue Stadt. Die nächste Station war Heidelberg. Diese Stadt am Wasser war wunderschön. Es war voll von abenteuerlichen Aktivitäten, Einkaufen, Essen und vielem mehr. Es gab auch schöne Schlösser mit Blick auf das Wasser. Wir wanderten den riesigen Berg hinauf, um zu ihnen zu gelangen. Obwohl die Reise sehr schwierig war, war es die Aussicht und die Fotogelegenheit wert. Wir besuchten auch Kirchen in dieser Stadt. Die Geschichten der Gebäude ist so interessant. Ich habe viel über Deutschland und seine Vergangenheit gelernt. Es ist so besonders, dass die Gebäude noch erhalten bleiben und die Menschen besuchen können. Die nächste Station war Köln. Die Kathedrale war großartig.
Wir waren nur einen Tag hier, unsere Gastfamilien in Lüningen kennenzulernen. Es war gerade genug Zeit, die Stadt zu erkunden und etwas über ihre Geschichte zu erfahren. Wir haben natürlich auch ein wenig von dem lokalen Essen probiert. Endlich kommen wir in Lüningen an. Wir würden für 2 Wochen hier bei unseren Gastfamilien bleiben. Ich war sehr darauf bedacht, meine Familie zu treffen, da sie kein Englisch sprechen würden. Ich hatte meine Gastschwester getroffen und wir haben uns in Amerika sehr gut verstanden. In dieser Stadt aß ich jede Menge lokales Essen, erkundete die kleine Stadt, fuhr mit dem Fahrrad durch die Landschaft und besuchte gemeinsam mit Franziska die örtliche Hochschule. Das Haus, in dem ich wohnte, war einfach und schön. Sie waren so freundlich und bewährten mich und bereiteten tolles Essen für mich zu versuchen. Weil Lüningen eine sehr ländliche Stadt ist, fand ich ihre Lebensweise anders. Franziskas Großeltern besaßen eine Fleischfarm. Das war sehr interessant zu sehen, da ich jetzt Vegetarier bin. Ich habe auch viele Unterschiede in der Schule gefunden. Ich glaube, dass Schulen in Deutschland nicht so streng oder ernst sind wie in Amerika. Ich kann das nicht für alle Schulen sagen, sondern stütze mich nur auf meine eigenen Erfahrungen. Die Schüler würden den ganzen Tag Pausen einlegen, in Restaurants zu essen und Franziska wollten sich auch immer abends mit Freunden treffen oder in die Stadt gehen. Als sie mir bei meinen Hausaufgaben half, ich bei ihren Hausaufgaben. Ich habe es wirklich genossen, in der ländlichen Gegend zu sein, Abenteuer zu erleben. Mit Franziska und ihrer Familie zu leben, war für mich eine große Erfahrung. Ich wurde außerhalb meiner Komfortzone gezwungen und musste mich in einer Sprache verständigen, die nicht meine erste war. Ich bin als Person sehr gewachsen und diese Erfahrung, mit ihrer Familie zu leben, macht mich teilweise zu dem, was ich heute bin. Eine meiner liebsten Erinnerungen ist das Essen von Spaghetti-Eis mit Franziska. Diesen Reisen sind solche besonderen Erfahrungen zu haben. Es hat mir geholfen, das zu machen, was ich heute bin. Es entstand auch eine lebenslange Freundschaft mit einem ganz besonderen Freund auf der ganzen Welt. Die letzte Station vor der Heimkehr nach Amerika war Berlin. Die historischen Stätten, die wir besuchten, darunter die Berliner Mauer, die Brandenburger Tor, der Reichstag, das Holocaust Museum, das Checkpoint Charlie und das Holocaust Mahnmal, waren so beeindruckend, dass sie persönlich bezeugt wurden. Die Geschichte, die ich vorher gelernt hatte, kam zusammen, als ich körperlich an die genauen Stellen stand, an denen traumatische Ereignisse stattfanden. Einmal stand ich mit einem Fuß auf der Ostseite und einem Fuß auf dem Westen. Mein Wissen über deutsche Geschichte und Sprache kam an dieser Stelle zusammen. Berlin ist eine interessante Stadt. Vor Jahren gab es schreckliche Ereignisse, aber heute ist es eine moderne Stadt voller Restaurants, Hotels, Touristen, Einkaufszentren und noch mehr Attraktionen. Meine Erfahrung in Deutschland war unglaublich. Ich habe viel gegessen, viel Fotos gemacht, viel Souvenirs gekauft und viel angekauft. Aber ich habe auch viel über mich selbst gelernt. Ich habe viel über ein unglaubliches Land mit einer faszinierenden Sprache und tollen Menschen gelernt. Die Menschen, denen ich begegnet bin, hoffe ich für mir immer in Kontakt zu bleiben und werde immer ein Teil dessen sein. Wer ich bin. Danke Deutschland, danke der deutschen Sprache und vielen Dank an alle Deutschen, die mir auf meiner Reise so gut geholfen haben. Und nun, danke Frau Sommer,
diese Leidenschaft zu fordern und mich zu einem noch besseren Sprecher, Zuhörer, Leser und Schriftsteller zu machen.